Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie wir ein Ritzel richtig verbauen beim Sachs 503. Um diesem Tutorial zu folgen, braucht ihr etwa 5 bis 10 Minuten. Dazu benötigen wir selbstverständlich ein neues Ritzel. Wir haben dazu natürlich entsprechend Werkzeuge, Schraubendreher zum Hebeln, eventuell braucht es einen Stoß mit einem Gummihammer, dann Drehmomentschlüssel und etwas vom Wichtigsten, die Kettenpeitsche, damit wir auch das Ritzel entsprechend halten können. Eignen tut sich der Ritzelwechsel bei Sachs bei allen 503er, sprich AB, ABL, BL, AL, ADV, AC und so weiter. Natürlich im ähnlichen Stil auch für andere Mofas, Kreidler etc. Zündab. Aber natürlich sind dann dort die Ritzelwellen unterschiedlich. Also Achtung mit den Newtonmeter. Heute geht es vorwiegend um den Sachs. Wir starten entsprechend sofort rein. Das alte Ritzel muss weg. Die Kette habe ich gelöst. Dann werden wir mal die Kettenpeitsche richtig ansetzen, damit wir das alte Ritzel entfernen können. Die Kette wird im Gegenuhrzeigersinn aufgerollt, damit wir die Peitsche hier eigentlich selbst fixierend an der Schwingenachse haben. Dann kann ich bereits mit dem Schlüssel Nummer 19 beginnen zu lösen. Jetzt können wir die Peitsche entfernen. Und jetzt geht es darum, das alte Ritzel wegzubekommen. Zuerst schauen, wo ist die Scheibe, die alte Scheibe, die da drunter sein sollte. Ja, die ist noch hier. Wir können vielleicht mal so schauen, ob wir die Scheibe etwas lösen können. Jawohl, die bewegt sich bereits. Können hier wunderbar aufstützen, hier im Gehäuse auch, um mal da, ich sag mal, leicht zu hebeln. Das Ritzel kommt aber bereits, inklusive Scheibe haben wir das Ritzel nun draußen. Ein Ritzel wechselt man grundsätzlich aus zwei Gründen. Einerseits, man will an der Übersetzung etwas verstellen. Wer merkt, ja, ich habe zu wenig Kraft, aber das Mofa geht eigentlich geradeaus sehr, sehr flott, kann vorne ein kleineres Ritzel montieren. Das bringt ihm etwas weniger Endgeschwindigkeit, dafür aber mehr Kraft. Beim Sachs-Motor, eigentlich bei all den 503er, ist es so, dass mit einem 16er Ritzel das Limit erreicht ist. Wir sagen, 16 passt, Plug and Play rein. Wer 17 oder gar 18 verwenden will, muss am Gehäuse entsprechende Anpassungen vornehmen. Und das kann natürlich dann auch, ich sage in puncto Dichtigkeit etc. ein gefährliches Unterfangen sein. Jedoch wer geübt ist, weiß, wovon wir hier sprechen. Der zweite Grund, weshalb ein Ritzel getauscht werden kann, muss oder soll, ist natürlich die Abnutzung. Jetzt in diesem Fall ist es noch nicht dermaßen drastisch, wir können aber kurz einen Vergleich machen. Hier beim neuen Ritzel sehen wir, wie die Zähne, die Zahnflanken natürlich noch sehr dick sind, also eigentlich die Zahnflanken sind in der gleichen Stärke vorhanden wie der Rest des Ritzels. Bei älteren Ritzel, zum Beispiel hier, sehen wir, wie die Zahnflanke hier abgetragen wurde. Vor allem das Muster muss beachtet werden. Hier haben wir eine schön gleichschenkelige Badewanne. Quasi ein U, ein wunderschönes U mit gleichseitigen Rundungen. Zu sagen gibt es natürlich auch noch, der Professionalität halber, dass, wenn ein Ritzel getauscht wird, im Optimalfall immer auch Kette und hinten das Kettenblatt, der Zahnkranz, getauscht wird. Eigentlich sollte man grundsätzlich das ganze Kettenkit aufs Mal tauschen.
weil die Abnutzung sonst sich wieder aufspielt. Das heißt, ein abgenutztes Ritzel macht eine einseitig abgenutzte neue Kette und diese einseitig abgenutzte Kette macht wieder falsche Abnutzungen auf den Zahnkranz und das ist effektiv zu vermeiden. Also am besten alles tauschen oder nichts. In unserem Fall konzentrieren wir uns aber jetzt auf das Ritzel, weil Kettenwechsel haben wir schon und Zahnblatt ist wieder ein ganz anderes Thema. Bei der Montage sieht es folgendermaßen aus. Wir haben aus unserem Shop zwei verschiedene Ritzel. Eins ist 1A Qualität vom deutschen Hersteller SJ und das andere ist GPO, Good Parts Only. GPO ist von der Passgenauigkeit her absolut perfekt. Ich habe es jetzt nur mit 2 Fingern draufgelegt. Minimalstes Spiel auf alle Seiten. Minimalstens. Nun können wir auch noch den deutschen Mitbewerber SJ anschauen. Passt natürlich auch mit 2 Fingern drauf. Ist aber von der Sitzgenauigkeit her meines Erachtens nicht ganz so 1A. Natürlich wird dieses Spiel aufgehoben, wenn ich jetzt unsere Mutter wieder aufsetze. Aber wir wissen nicht, klemmen wir das Ritzel dann im oberen Bereich oder im unteren Bereich. Deshalb haben wir uns heute entschieden, dass wir unser gutes, altes Good Parts Only Ersatzteil verbauen. Was immer wichtig ist bei solchen Aktionen, sehen wir sehr genau, die alte Scheibe ist platt, also da gibt es nichts Flacheres als diese Scheibe. Wir nehmen immer zur Sicherung die neue Scheibe, die Federscheibe, damit wirklich das Sicherungselement auch mit uns mitarbeitet. Ich habe jetzt Scheibe und Mutter neu und kann das jetzt so ansetzen. Wir halten unsere Kette ins Ritzel, drehen auf die richtige Seite, damit die Peitsche schön aufgenommen wird. Nun nimmt das Form an und nun können wir auch sauber gegenhalten. Wir ziehen diese M12x1 Mutter auf M12x1 Gewinde heute mit 50 bis 55 Newtonmeter an. Ich lasse die Peitsche unten am Motorgehäuse anstehen. Kettenpeitsche entfernen. Das Ritzel ist sauber gewechselt. Das wäre schon die ganze Montage gewesen von einem Ritzel auf Sachs 503, egal welchen Untertyp. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wünsche euch weiterhin ganz gutes Schrauben. Tschüss zusammen.